Mein Name ist Alexandra Kroll. Ich bin Mitarbeiterin beim Schweizerischen Ökotox-Zentrum, wo wir in jedem Jahr, besonders in den Sommermonaten, Anfragen zu den Umweltauswirkungen von Sonnenschutzmitteln erhalten. Sonnenschutzmittel werden direkt in unsere Gewässer im Badebetrieb eingetragen. Welche Konzentrationen das tatsächlich sind, wissen wir nicht. Von den etwa 30 UV-Filterstoffen, die wir in Sonnenschutzmitteln finden, sind einige oder können einige gefährlich werden für Gewässerorganismen. Andere sind noch nicht gut untersucht. Dazu kommt, dass einige dieser Stoffe schwierige chemische und physikalische Eigenschaften haben, was bedeutet, dass sie in der Analytik eine Herausforderung sind. Vor dem Hintergrund ist das FADI-Bundeslager für uns eine hervorragende Gelegenheit, einmal biologische Effekte und auch Umweltkonzentrationen von Sonnenschutzmitteln zu messen. Wir haben in der Vorbereitung des Bundeslagers eine Risikoanalyse gemacht, wo das mögliche Probleme sind. Und weil wir den See haben, der extrem wichtig ist für die Abkühlung, sind wir auf das Wasserforschungsinstitut EAWAG und das Ökotox-Zentrum zugegangen und haben dann im Gespräch herausgefunden, dass die Sonnencreme ein relevantes und spannendes Forschungsgebiet wäre. Das FADI-Bundeslager ist als Testobjekt geeignet, weil wir hier einen relativ kleinen See haben, viele Leute, die da baden gehen, und wir können besser kontrollieren als sonst bei einem See, wie viele Leute das baden gehen und vor allem welche Produkte sie verwenden. Das Ökotox-Zentrum hat uns beraten im Bereich, welche Maßnahmen das sinnvoll sind, und wir führen Probenentnahmen für die Forschung gemeinsam durch. Es gab eine Instruktion und anschließend haben wir während des Lagers jeweils zweimal in der Woche eine Probe genommen, wo wir mit einer Flasche Wasser aus dem See oder aus dem Bach nehmen. Wir sensibilisieren die Teilnehmenden auf die Thematik, und das heißt, sie müssen sich 30 Minuten vor dem Baden eincremen und vor dem Baden duschen und, wenn sie empfindliche Haut haben, lange Kleidung tragen. Wir werden in den folgenden Monaten die Proben zunächst auf hormonelle Wirkung analysieren, da einige UV-Filterstoffe möglicherweise oder auch schon gesichert hormonelle Aktivität aufweisen. Das wäre also der erste Analyseteil. Der zweite und der dritte wären die chemische Analytik der Hormone in den Proben, um dann die hormonelle Wirkung der Proben erklären zu können. Und der dritte Teil ist dann die chemische Analytik der UV-Filterstoffe. Das hilft uns zu verstehen, welche UV-Filterstoffe ins Gewässer ausgewaschen wurden von der Haut der Badenden. Und zugleich können wir versuchen zu erklären, warum wir eventuell eine höhere hormonelle Wirkung in den Proben sehen, als wir durch die gemessenen Hormone erklären können.